Ein urplötzliches, elektrisierendes Ameisenlaufen in den Fingerspitzen, ein taubes Gefühl beim Halten des Lenkrads oder das nächtliche Aufwachen mit einer wie eingeschlafenen tauben Hand. Kribbeln in den Händen ist eines der am häufigsten und zugleich unangenehmsten Missempfinden, die unser Körper überhaupt aussenden kann. Obwohl Stoffwechselerkrankungen oder Mikronährstoffmängel als Auslöser in Frage kommen, zeigt die moderne Neurologie ganz klar den unangefochtenen Hauptgrund auf: die mechanische Kompression und Reizung peripherer Nervenbahnen, allen voran das weit verbreitete Karpaltunnelsyndrom. Unsere Hände sind ein meisterhaft konstruiertes Feinwerkzeug, das über hochsensible Nervenstränge mit dem Gehirn verknüpft ist. Werden diese biologischen Datenleitungen an engpassreichen Anatomiepassagen eingeklemmt oder durch entzündliches Gewebe unter Druck gesetzt, gerät die Signalübertragung ins Stocken. Das Gehirn interpretiert diesen mechanischen Engpass nicht als stummen Ausfall, sondern als fehlerhaftes, ständiges Kribbeln. Nummer 1: Das Karpaltunnelsyndrom. Der unbestrittene Hauptauslöser für Kribbeln in den Händen ist die chronische Quetschung des Mittelarmnervs im Bereich des Handgelenks. Dieser Nerv verläuft zusammen mit mehreren Beugesehnen durch eine anatomische Engstelle, dem sogenannten Karpaltunnel, der nach oben hin durch ein straffes Band begrenzt wird. Durch Überlastung, wiederkehrende Monotonie beim Tippen, hormonelle Veränderungen oder Entzündung schwellen die Sehenscheiden in diesem Tunnel an. Der Raummangel steigt massiv an und der empfindliche Medianusnerv wird regelrecht eingeklemmt. Da dieser Nerv Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger und die Innenseite des Ringfingers versorgt, macht sich der mechanische Druck genau in diesem Bereich durch das typische quälende Kribbeln bemerkbar. Nummer 2: Das Ersticken der bioelektrischen Signalwege. Warum führt Druck auf einen Nerven eigentlich zu einem Ameisenlaufen? Die Antwort liegt in der zellulären Sauerstoffversorgung der Nervenfasern. Ein peripherer Nerv ist von mikroskopisch kleinen Blutgefäßen durchzogen, die ihn ununterbrochen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Wird der Nerv im Karpaltunnel komprimiert, wird diese winzige Blutzufuhr abgeklemmt. Es kommt zu einer lokalen Minderdurchblutung. Die peripheren Nervenzellen erleiden akuten Sauerstoffmangel. Ihre Natrium-Kalium-Pumpen brennen energetisch durch, wodurch die elektrische Ladung der Membran kollabiert. Die Nervenfaser fängt an, unkontrollierte, fehlerhafte Fehlimpulse an das Gehirn zu feuern, was wir als Ameisenlaufen wahrnehmen. Nummer 3: Die nervliche Blockade an der Halswirbelsäule. Auch wenn das Kribbeln in der Hand spürbar ist, liegt der Ursprung des Problems nicht immer am Handgelenk selbst. Die Nerven, die unsere Arme und Hände steuern, entspringen als sogenannte Nervenwurzeln direkt aus dem Rückenmark im Bereich der Halswirbelsäule. Wenn Fehlhaltung, Bandscheibenvorfälle oder knöcherne Verengung diese Nervenwurzeln direkt am Halswirbelsäuleaustritt quetschen, entsteht eine sogenannte Radikulopathie. Der Nerv wird an seiner Basis gereizt, leitet das Alarmsignal aber die gesamte Nervenbahn entlang bis hinunter in die Fingerspitzen weiter. Ein typisches Phänomen des fortgeleiteten Schmerzes. Und Nummer 4: Der Druck auf den Musikantenknochen. Neben dem Mittelarmnerv gibt es einen zweiten großen Hauptakteur für Handkribbeln, den Ellennerv. Dieser verläuft an der Innenseite des Ellenbogens durch eine Knochenrinne, die volksmundlich als Musikantenknochen bekannt ist. Wer seine Arme häufig stark anwinkelt, etwa beim Telefonieren oder beim Schlafen, setzt diesen Kubitaltunnel unter enormen Zug. Wird der Ellennerv an dieser Stelle dauerhaft gereizt oder eingeengt, strahlt das Kribbeln ganz spezifisch in den kleinen Finger und die äußere Hälfte des Ringfingers aus, die klassische ulnare Symptomatik. Möchtest du jetzt auch wissen, was passiert, wenn du deine Haut mit Lorbeeröl einreibst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.